Dieses Unternehmen aus der Gesundheitsbranche hat eines der besten Geschäftsmodelle aus dem Gesundheitssektor. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute mal ein wirklich sehr spannendes Unternehmen vor. Und zwar geht es um MedPace. MedPace ist ein CRO-Unternehmen, also ein Contract Research Organization Unternehmen. MedPace bietet Dienstleistungen zur Unterstützung klinischer Studien für Pharma, Biotechnologie und Medizinproduktunternehmen an. Also man hat eine wirklich vollständige Serviceabdeckung. Einerseits begleitet man den gesamten Prozess klinischer Studien von der Planung und den regulatorischen Unterstützungen bis zur Datenerhebung und natürlich dann auch der Analyse. MedPace hat dann Fokus auf Nischenmärkte, also man hat sich spezialisiert auf komplexe Therapiebereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen und seltene Krankheiten. Und durch dieses integrierten Geschäftsmodells hat sich MedPace da auch einen großen Unterschied einfach aufgebaut im Vergleich zu vielen Mitwettbewerbern. Und man hat dann eine interne Zusammenarbeit zwischen klinischen Experten, Datenanalysten und Projektmanagern aufgebaut, was dann dazu führt, dass die Effizienz und Qualität der Studien gesteigert wird. Und das ist wiederum ein großer Vorteil, den man dann auch den Kunden von MedPace liefern kann. Und wir schauen uns heute das Unternehmen mal etwas genauer an. Also es ist für mich ein sehr spannendes Unternehmen und ich möchte es euch heute erstmal so ein bisschen vorstellen und auch die Vorteile von MedPace im Vergleich zu einem klassischen Pharmaunternehmen als Investment herausstellen. Ja, also MedPace hatte an sich jetzt nicht diese typischen Problematiken oder Risiken, die ein Pharmaunternehmen mit sich bringt. Man hat jetzt hier ein wirkliches Asset-Light-Geschäftsmodell, also man hat keine eigenen Produktionsanlagen oder Vertriebsnetze, was natürlich deutlich geringere Fixkosten zur Folge hat. Und das ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber einem klassischen Pharmaunternehmen. Außerdem hat man einen Fokus auf Dienstleistungen und das reduziert natürlich auch das finanzielle Risiko bei ja zum Beispiel einem Fehlschlag von der Medikamentenentwicklung. Das heißt, letztlich verdient MedPace immer Geld. Egal, ob das Medikament am Ende ein Erfolg wird und wirklich an den Markt kommt oder nicht. MedPace ist ja bereits bei der Entwicklung beteiligt und hat davon natürlich den größten Profit unabhängig vom Endergebnis. Außerdem ist MedPace natürlich dadurch wirklich stark diversifiziert und man ist nicht von dem Erfolg eines einzelnen Unternehmens, eines einzelnen Medikamentes abhängig, was natürlich auch dieses Unternehmen sehr spannend macht. Wir schauen uns jetzt einfach hier mal die Investor Presentation an, die MedPace hier 2024 veröffentlicht hat. Ja, Einnahmen von MedPace stammen aus mehreren klinischen Projekten in verschiedenen Therapiegebieten. Wir werden jetzt auch gleich sehen, dass MedPace da relativ gut diversifiziert ist und man da ja auch durch dieses interessante Geschäftsmodell, vor allem rund um dieses CRO, also dieses Contract Research Organization, man sich hier ja durch den Erfolg von den Dienstleistungen sich ein sehr interessantes Geschäftsmodell aufbauen konnte. Wir sehen jetzt hier einen Ausschnitt von den Umsätzen nach therapeutischem Gebiet. Und wir sehen, 31% der Umsätze 2023 fielen hier auf Onkologie, 20% auf Metabolik, dann sowas wie Kardiovaskular und noch ein paar weitere kleine Bereiche, aber da ist jetzt keine große Abhängigkeit von einem einzelnen Bereich auf jeden Fall bei MedPace. Außerdem ist man global stark vernetzt, hat da ja, relativ viele Büros, aber man operiert jetzt hier auch in 42 Länder und man hat jetzt hier schon fast 6000 Mitarbeiter, also 5900. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, die Kundenbasis ist auch durchaus diversifiziert. Also wir sehen jetzt hier, 78% sind kleinere Biopharma-Kunden. Die ganz großen Pharmakunden machen hier nur 4% aus. Und selbst bei dieser Kundenkonzentration sehen wir, dass die Top 5 der Kunden nur 23% ausmachen. Deswegen ist da auf jeden Fall eine relativ starke Diversifizierung da und es ist nicht der Fall, dass jetzt hier ein Kunde mehr als 10% vom Umsatz ausmacht bei dem Unternehmen. Das heißt, die Abhängigkeit von von einem einzelnen Umsatztreiber oder Gewinntreiber ist jetzt bei MedPace nicht. Wir sehen auch hier, dass MedPace im Moment nur ein 5% Market Share hat von dem Total Addressable Market, also von dem Ganzmarkt, den man jetzt hier sozusagen eruiert hat.
Bedeutet natürlich auch, dass Medpace in seinem aktuellen Kerngeschäft noch großes Potenzial hat, um da weiter zu wachsen, um vielleicht auch gegenüber der Konkurrenz ja, sich weiter nach vorne zu schieben. Und wir sehen halt auch, dass sich langfristig die Umsätze und die Gewinne wirklich extrem gut entwickelt haben. Also seit 2018 bis 2023 hier die Umsätze mit einem CAGR von 21,8% gewachsen, also sehr stark. EBITDA leicht dahinter mit 20,8%, aber das auch eine durchaus gute Entwicklung. Jetzt hier wichtig, Net Income, wahnsinniges Wachstum mit 31%igen CAGR, auch von 18 bis 2023. Und das gleiche gilt natürlich dann auch per Diluted Share, da ist es sogar noch stärker. Und man hat auch weiterhin sehr starke und hohe Konfidenz, dass man hier weiterhin ja, starke Ergebnisse abliefern wird. Ich meine, man hat stabile Margen und Cashflows. Medpace ist wirklich hochprofitabel, man generiert da stabile Einnahmen aus langfristigen Verträgen und man hat eben nicht diese Kosten, die ein klassisches Pharmaunternehmen belastet. Auch im Backlog, also was die Aufträge anbelangt, da sieht es wirklich gut aus. Also da sehen wir jetzt hier auch so ein paar einzelne Grafiken dazu. Und da sind natürlich jetzt auch Attractive Free Cashflow Profiles dahinter. Also die Free Cashflows konnten jetzt hier langfristig sehr schön gesteigert werden, was sehr spannend ist. Obwohl das Unternehmen relativ stark wächst und ja in einem Markt ist, der auf jeden Fall noch nicht saturiert ist, macht man hier oder geht man jetzt so vor, dass man auf jeden Fall die eigene Aktienanzahl reduzieren möchte. Wir sehen jetzt hier unten, dass hier relativ aggressiv eigene Aktien zurückgekauft werden. Und ihr wisst, also wer mich kennt, mir gefällt es immer sehr gut und ich finde es sehr interessant. Das Unternehmen hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar und in diesem Maße Aktienrückkäufe zu tätigen und man möchte das ja auch langfristig weiterführen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll und ich erwarte da eine relativ gute Renditeerwartung hier generell bei Medpace. Ja, was noch gesagt werden sollte, man hat natürlich jetzt auch niedrigere regulatorische Risiken, also das Dienstleister der Medpace weniger direkt von regulatorischen Entscheidungen oder Patentausfällen betroffen, wie es zum Beispiel ein normales Pharmaunternehmen ist, die eigene Produkte vermarkten müssen. Also es hat eigentlich nur Vorteile, das Geschäftsmodell. Bevor wir uns jetzt in den Qualitätscheck begeben, wenn dir solche Videos gefallen und du mehr von mir sehen möchtest, dass ich auch mal vielleicht Aktien vorschlage wie heute oder vorstelle, die vielleicht nicht noch ja, so richtig in der Mitte angekommen sind, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da für dieses Video. Aber auf jeden Fall nicht vergessen, ist definitiv eine Unterstützung für mich und es freut mich wirklich extrem, es motiviert mich, also sehr wichtig. Danke dir. Schauen wir jetzt den Qualitätscheck an bei Medpace. Hier sehen wir einen Score von 14 von 15 Punkten. Also sehr gute Bewertung. Es gibt hier nur Punktabzug bei der Volatilität, sonst ist alles grün. Volatilität hängt jetzt eben auch mit der letzten Kursentwicklung zusammen in den letzten paar Wochen. Da haben wir tatsächlich auch noch schon eine nette Korrektur gesehen. Deswegen finde ich dieses Unternehmen jetzt auch akut spannend. Sehen wir jetzt hier auch, auf Basis des Umsatzes der letzten 3 Jahre sind wir genau fair bewertet. Auf Basis des letzten Jahres sind wir ungefähr 5 bis 10% überbewertet, ist aber auch noch akzeptabel. Und das gleiche gilt auch für den Gewinn, also sowohl auf 3 Jahressicht als auch auf Jahressicht. Von dem her sehen wir, dass wir diese Überbewertung definitiv abgebaut haben und sich jetzt hier mal ein genauer Blick bei Medpace lohnen könnte. Hier in diesem Sankey-Modell sehen wir jetzt auch nochmal, dass hier keine große Abhängigkeit von einem Bereich ist, aber es ist einfach schön zu sehen. Umsatzwachstum natürlich sehr stark, das ist definitiv sehr gut. Hier die Margenanalyse, also die Margen konnten hier schon langfristig gesteigert werden. Die Gewinnmarge lag jetzt hier 2023 bei 15%. Das gefällt mir auch relativ gut. Piotrowski F-Score durchweg grün. Es gibt nur einen Punkt Abzug und damit kommt man hier auf einen Score von 8 von 9 Punkten. Und natürlich hier auch nochmal schön operativer Gewinn, Umsatz langfristig steigend. In den letzten 10 Jahren konnte Medpace, also gemessen nach IPO 2016, über 1100% zulegen, also eine wirklich sehr gute Entwicklung. Und auf Sicht eines Jahres stehen hier immer noch plus 23,66% zu Buche. Es ist im Moment so, dass Medpace hier keine Dividende bezahlt, also man beteiligt den Aktionär jetzt hier nur an den Gewinnen, indem man die Aktienrückkäufe macht, aber eine Dividende wird jetzt hier nicht bezahlt. Aktuelles KGV beträgt hier 29,97, also knapp 30, aber ist natürlich auch bei diesem hohen Wachstum, das man ja wahrscheinlich in der Zukunft auch weiterhin haben dürfte, ich denke schon eine relativ faire Bewertung.
Analysten sagen jetzt hier relativ ausgeglichen 50-50 kaufen und halten. Wenn wir uns jetzt noch den Chart anschauen, im Vergleich mit so einem relativ breiten Aktienmarkt hier mit dem Nasdaq Composite sehen wir auch, dass Medpace den breiten Markt deutlich hinter sich lassen konnte, was die Performance anbelangt, sowohl den S&P 500 als auch den Nasdaq, und es hängt natürlich auch mit dem sehr interessanten Geschäftsmodell zusammen und dem starken Wachstum, das Medpace hier in den letzten Monaten hatte, letzten Jahren hatte, und die Analysten gehen jetzt auch davon aus, dass es so weitergehen wird. Bevor wir uns jetzt den Chart anschauen und analysieren, ob sich da jetzt ein Kauf lohnt bei Medpace, kann ich dir auf jeden Fall hier diesen Finanzen.net Zero Broker empfehlen. Das ist der günstigste Broker in Deutschland. Man hat hier auch die Note 1,7 bei Stiftung Warentest bekommen. Also man kann hier echte Schweizer Aktien handeln. Du hast hier wunderschöne analytische Überblicke, die diese App bereitstellt. Es ist einer der besten Broker, den man auf jeden Fall haben kann ich von Herzen empfehlen. Und mit dem ersten angepinnten Kommentar, der Link in der Beschreibung, könnt ihr hier ein Konto öffnen und mich damit auch indirekt unterstützen. Also ich nutze diesen Broker auch selber. Also vielen Dank an der Stelle. Jetzt gucken wir uns aber mal den langfristigen Chart von Medpace an. Und ja, ich finde diesen Unternehmen wirklich durchaus spannend, auch wenn wir langfristig gesehen jetzt noch nicht keine ewige Historie haben, wie bereits erwähnt, erst seit 2016 an der Börse sind. Aber dennoch sehen wir hier langfristig dynamischer Aufwärtstrend, heute mal ein bisschen grafisch hübscher aufgearbeitet. Wir sehen diese langfristige Trendlinie, die immer wieder angetestet wurde, hier 17, 20, 22, 23 und jetzt eben wieder 2024 sind wir jetzt wieder an dieser Linie. Also von dieser grundlegenden Dynamik jetzt im Moment definitiv spannend bei Medpace. Auf mittelfristiger Ebene, wenn wir uns hier das Monats-FIB einzeichnen, sehen wir, dass das 78,6er erst hier unten liegt bei ca. 250 US-Dollar. Aber dieses Unternehmen oder die Aktie generell, die tendiert jetzt eher nicht zu diesen ganz tiefen Korrekturen. Es ist mal so, dass man vielleicht mal so 40-45% absolutes Maximum korrigiert. Das heißt, wir könnten durchaus jetzt hier nochmal auf die 250 runterkommen. Im Moment ist da noch keine Entscheidung getroffen, also sollten wir auf die 250 hier runterlaufen, wäre das definitiv eine sehr, sehr starke Zone, auch mit den 230 US-Dollar hier nochmal drunter. Aber kurzfristig, wenn wir uns das angucken, sehen wir eben auch, dass jetzt hier gerade so eine Seitwärtsphase ausgebildet wurde. Wir sehen auch hier, dass hier relativ starke Widerstände liegen, die man hier ausgebildet hat, nachdem die Zone nach unten verlassen wurde. Also hier zeichne ich das jetzt mal in Rot ein. Da sind wir noch drunter, also wir müssen jetzt definitiv entweder ausbrechen, und zwar über 375 US-Dollar. Das wäre definitiv ein konservatives Einstiegssignal, oder wir fallen unter die 300 US-Dollar und dann wäre das nächste Ziel die 250. Also eins der beiden Varianten würde sich hier für einen Einstieg dann anbieten. Ich bleibe da jetzt erstmal auf der Seitenlinie und warte jetzt, wie sich das Unternehmen entwickelt. Klar, man könnte da jetzt auch schon vielleicht einen ersten Schritt wagen, aber da ist jetzt im Moment kein akutes Kaufsignal drin, wie bereits erwähnt. Also entweder über 375 oder wir fallen hier drunter und verlassen die Seitwärtsphase nach unten. Dann müssen wir uns sowieso komplett neu stabilisieren und dann wird es auch noch deutlich länger dauern, bis Medpace hier spannend wird. Aber keine Anlageberatung, also ihr handelt da immer auf eigenes Risiko und ihr müsst immer selber entscheiden, was ihr mit eurem Kapital macht. Es ist jetzt eben auch ein Unternehmen, was für mich sehr spannend ist, und ja, ich möchte es einfach hier mal gesagt haben und ich möchte euch natürlich auch mal ein bisschen inspirieren und euch teilhaben daran, was meine Gedanken so anbelangt. Also das ist jetzt so meine Meinung. Sollten wir runterkommen auf die 250, wäre es für mich wirklich fundamental gesehen ein absolut schreiender Kauf. Im Moment ist da eine relativ akzeptable Situation und charttechnisch sind wir jetzt, wie bereits erwähnt, in dieser Patt-Situation, die sich jetzt eben erst nach unten oder oben auflösen muss. Ja, gucken wir doch jetzt einfach mal hier noch bei Medpace in die Fundamentalanalyse mit rein. Also Marktkapitalisierung 10,81 Milliarden US-Dollar. Und wenn wir uns die Financials in groß mal anschauen, sehen wir halt auch im Overview, dass hier das Unternehmen bereits 1992 gegründet wurde, aber man eben seit 2016 erst an der Börse ist. Die Bewertung, die befindet sich ungefähr im Rahmen der letzten Jahre. Netmargen, wie bereits gesagt, also relativ schön gestiegen in den letzten Jahren.
Verschuldungstechnisch alles völlig im grünen Bereich, man hat so wenig Schulden, keine Netto-Verschuldung. Man hat höhere Liquidität, als aktuell der Schuldengrad ist, und auch mit dem Free Cashflow könnte man sofort die ganzen Schulden tilgen. Eine Sache, die ich mir noch anschauen möchte, hier grafisch, sind die Total Common Shares Outstanding, also die Aktienanzahl. Wir sehen, dass vor allem seit 2021 hier die ausstehenden Aktien sehr deutlich reduziert wurden. Aber schon seit hier ungefähr 2019 wird hier die definitive Aktienanzahl nach unten geschraubt, was mir natürlich sehr wichtig ist und auch einfach ein gutes Zeichen ist für die fundamentale Qualität dieses Unternehmens. Auch die Earnings per Shares, also die Gewinne, sollen hier langfristig steigen laut den Umsatzanalysten, also laut den Analysten, und auch beim Umsatz sehen wir das Gleiche. Also auch hier scheint noch relativ viel Fantasie bei Medpace drinnen zu sein. Aber lasst mich doch gerne mal wissen, was hältst du denn von Medpace? Ist es ein spannendes Unternehmen für dich? Würde dich da vielleicht auch oder würde sich für dich da auch ein Kauf aufdrängen? Oder sagst du dann, nein, ich bleibe da lieber bei diesen klassischen Pharmaunternehmen, die natürlich nochmal andere Risiken haben, aber für mich wirklich definitiv interessantes Geschäftsmodell. Da gibt es natürlich auch noch den ein oder anderen Konkurrenten hier in diesem Bereich. Auf jeden Fall, wenn man da eine Aktie sucht aus dem Pharmasektor, denke ich, ist dieses Unternehmen auf jeden Fall mal einen Blick wert. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Daumen nach oben da zu lassen und ein Abo für den Kanal. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.